herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell euren Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 €. Liebe Aniluna, ich grüße dich. Du liebst jemand und er ist noch gebunden. Er ist momentan im Rückzug und du möchtest wissen, warum. Will er sich mit ihr versöhnen oder ist er nachdenklich? Das schauen wir jetzt an. Diese Karte in die Mitte ist für dich eine wichtige Botschaft. Diese Schlange bedeutet natürlich auch Umwegen oder eine Wandlung, eine Art Erneuerungsprozesse. Aber symbolisiert auch eine Frau und das ist seine Partnerin. Und sie steht zwischen euch beide. Das ist deine Karte im Gegenwart. Das ist seine Karte im Gegenwart und sie steht dazwischen. Und das bedeutet, dass sie ahnt etwas oder sie weiß von etwas. Sie beobachtet die Geschehen. Diese Karte zeigt deine Gegenwart und hier vertrittst du die Feuerelement. Und das ist dein Temperament, das ist die Begeisterung, obwohl die Situation spricht gerade nicht dafür, aber zeigt auch deine Leidenschaft und dieses Bedürfnis, etwas schnell in Bewegung setzen. Wäre aber nicht klug. Warte bis August. August kannst du besser handeln. Worüber sollst du Gedanken machen? Das zeigt hier dieses Bild. Du sitzt hier unten und fühlst du dich verletzt und hast Angst. Du hast Verlustangst. Dann mach Folgendes. Steh auf und schau dieses Bild an. Das ist schön und das ist die Zukunft. Und du sollst deinen Gedanken verändern. Es ist nichts verloren gegangen, sondern er muss seine Lebenssituation klären. Außerdem hier erscheinen die goldenen Taler und das zeigt Sicherheit, nicht nur finanziell, sondern auch in die Liebe, Partnerschaft. Natürlich gibt es noch Einflüsse von außen, aber da bekommt das alles eine Struktur. Wichtig ist, dass du hier aufstehst und das Bild anschaust. Schaust in andere Richtung oder betrachtest etwas mit anderen Augen oder schaust die beiden Seiten die Münzen an. Was liegt bei dir im Verborgenen? Das zeigt hier dieses Bild. Diese Kelchen symbolisieren die Gefühle, deinen Gefühlen und auch seinen Gefühlen. Diese 3 Kelchen sind gebrochen und da fließen die Tränen. Das ist Vergangenheit. Schließ ab mit der Vergangenheit. Sei im Gegenwart und das symbolisiert hier dieser Mann und schaut nach innen. Das heißt, beschäftige dich jetzt nicht mit ihm, sondern schau auf deinen Gedanken und auf deinen Gefühlen. Bring das in Ordnung. Und dann betrachtest du Folgendes. Diese 2 Kelchen und sie stehen. Und die stehen auch für Gefühle. Und 2 ist die Zukunft. Und das heißt Zweisamkeit. Und jetzt schauen wir seine Gegenwart an. Und das zeigt hier dieses Bild. Die Zahl 4 bedeutet seine Bedürfnisse nach Sicherheit, nach Stabilität, nach Struktur. Und dieses Bild zeigt hier Fröhlichkeit, Erfolg und Sieg. Und das hat er auch vor.
Aber wenn du diese Stäbe betrachtest, dann kann ihm manchmal das Gefühl geben, er fühlt sich in die Enge, die Einschränkungen. Und das ist nicht der Bezug zu dir, sondern das ist diese Partnerschaft, diese Ehe, was er noch nicht aufgelöst hat. Worüber macht er Gedanken? Das zeigt hier dieses Bild, die Schwierigkeiten aus dem Weg räumen. Und er sieht Chancen, Möglichkeiten, dass er das beenden kann. Und das würde bedeuten ein Neuanfang. Jetzt schauen wir seine Geheimnisse und das zeigt hier dieses Bild. Er steht vor Entscheidungen und er möchte etwas in Hand nehmen und das symbolisiert Handlungen. Und das bedeutet, er will auch handeln. Warum? Weil die Zahl 2 bedeutet, er will diese Zweisamkeit leben. Er hat keine Lust auf diese Dreiecksbeziehung. Das ist für ihn auch eine große Herausforderung. August werdet ihr diesbezüglich konkreten Gesprächen führen. Und bis dahin sollst du das auch ansprechen. Momentan wäre das noch unpassend, zu früh. Aber August spricht das konkret an, ganz direkt. Wie sieht das aus? Welche Entscheidungen möchte er treffen? Oder kannst du jetzt mal diese Andeutungen machen? Du möchtest im August eine konkrete Antwort. Er hat Zeit, das alles in Ordnung bringen. Es wird sich bis Jahresende an alles zögern, bis er wirklich getrennt ist. Damit kannst du rechnen. Aber die Zahl 2 bedeutet hier, er möchte die Zweisamkeit leben und er handelt, weil in diese Richtung schaut er jetzt schon. Und jetzt klären wir seinen Gefühlen mit diesem Gefühlsklärungskarte. Ich bin die ehrliche Eule. Ich sage ganz ehrlich, was ich denke. Das erwarte ich auch von anderen. Du kannst ihm vertrauen, dass er ehrlich zu dir ist und dass er klärt, auch mit dieser Frau, und bringt alles in Ordnung. Was du verinnerlichen sollst, handel momentan nicht, das führt zu nichts. Verabschiede von Verlustangst und schau nach dir, dass du zur Ruhe kommst, dass du wieder die inneren Kraft verspürst. Die Zukunft zeigt hier diese beiden Kelchen, was er auch will, und er wird diese Entscheidungen treffen. Sie beobachtet euch beide, sie spürt etwas oder sie weiß schon etwas, und das ist für ihn auch eine Herausforderung, aber er sieht Chancen, dass er alles in Ordnung bekommt. Und er wird ehrlich sein dir gegenüber. Liebe Aniluna, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.